Rock'n'Roll-Time bei den Sox, einer Teddy-Clique von Luzern. Seit Kommerzwelle von Travolta vorbei ist, gehört die Rock'n'Roll-Szene den echten Nachkommen wieder ganz allein. Die Teddys haben ihren Ursprung in den 50er Jahren. Sie hat es lange von den Beatniks und den Hippies gegeben und seither sind sie immer wieder aufgekommen. Die Sox sind eine Gruppe von etwa 30 Jugendlichen. Die meisten sind in einer Stifte als Automech, Maurer oder Spengler. Die Frisur ist bei uns das Markenzeichen. Wir kennen uns daran. Wir kennen den Kollegen, der auch eine Frise hat, an dem, dass er eben eine Gauge hat. Und wir sind stolz auf unsere Frisur. Ich schaue, dass ich meine Haare schön vorziehen kann und dass ich immer schön gepflegte Haare habe. Hey, was mich schnell einsprechen? Ja. In der Rente schon so. Also, vielleicht eine andere Bürste. Es braucht also schon eine gewisse Routine, so eine Frise zu machen. Und eine gewisse Geduld braucht es auch. Man muss auch etwa alle Monate eins zum Coiffeur. Hast du sie zusammen auch? Gibt es nicht Wellen drin? So? Mal sind einfach ein bisschen zu lang. So, haben wir es endlich. Ja, nicht so pressieren da. Ja, ein Bier. Ja, spielst du nicht da? Das ist aber echt runtergeladen. James, wie bist du zu den Sox gekommen? Also seit etwa 5 Jahren bin ich grausam James Dean-Fan. Und durch einen Kollegen, der auch bei ihnen war, bin ich auch mit dem ein bisschen umgezogen. Und er auch von ihnen erzählt hat und so. Und durch das habe ich den Kontakt zu ihnen bekommen, habe sie kennengelernt. Und dann nach etwa 3-4 Monaten bin ich einfach aufgenommen worden. Auch in der Clique und in der Baseballmannschaft. Und ja, da bin ich voll drin. Was ist für dich das Besondere daran, an TC? Ja, vor allem das Gruppengefühl. Wir haben ein starkes Gruppengefühl. Man kann sich auf jeden Einzelnen verlassen von uns, oder? Und wenn man mal in eine andere Stadt geht, Bern oder Basel, wie gesagt, Hetz und so, dann weiss man genau, wo man ist. Die hören den gleichen Sound und so, oder? Wir wissen genau, woran wir sind bei denen. Was ist der Ted für ein Mensch? Was hat er für Eigenschaften zum Beispiel? Er ist ein bisschen eigenwillig. In gewissen Sachen ist er ein bisschen eigenwillig. Er macht nicht das, was die grosse Masse macht. Er will seinen Kopf ein bisschen durchstieren. Und obwohl er ist doch recht vernünftig. Er will nicht wie ein Punker alles auf den Kopf stellen. Er versucht es in einem gewissen Rahmen zu machen, das Ganze. Und er möchte einfach seinen Frieden haben. Er möchte auch akzeptiert werden von den Älteren sowie von den jüngeren Gruppen. Er ist nicht ein totaler Extremist. Jetzt machen wir eine Bombenparty. Ja, Bärenderweise gibt es schon. Ja. Passen noch einen. Mit was kommen die Pferde? Ja, mit dem Schön, ja. Mit dem Schön? Ja, ja. Und schon. Das Eppich kommt auch noch. Der Wirt hat die Walze so. Das Äpfel hat sie. Settle down where pretty girls are. Well, you know that I'm around. I kiss them and I love them, cause to me they're all the same. I hug them and I squeeze them, they don't even know my name. They call me the Wanderer, yeah, the Wanderer. I roam around, 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 around. Oh, well, there's Flo on my left arm and there's Mary on my right. And Janie is the girl, well, that I'll be with tonight. And when she asks me which one I love the best, I tear open my shirt and I show her Rosie on my chest. Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer. I roam around, 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 around. Let it go, let it go. Heute nehmen die Sox keine neuen Teds mehr auf. Wir schauen mit Skepsis auf all die vielen Anfänger, die nicht viel von der Sache verstehen und bleiben lieber unter sich. Am Anfang waren wir eben weniger. Und dann haben sie gedacht, ja, jetzt können wir schon auf denen ein bisschen rumhacken und so. Und jetzt haben wir uns einfach ein bisschen gewehrt. Durch das ist Respekt auch aufgekommen. Es gibt immer ein paar Gruppen,
vom Land und so, die zünden da mit Fettdackel oder Travolta und so Zeug, oder? Durch das, dass wir ein bisschen anders sind, müssen wir uns ja wehren, oder? Und vielleicht sind wir wegen dem auch immer ein bisschen aggressiv. Wenn es gerade einen anzündet, dass wir gerade Streit anfangen oder so. Ich könnte nie so rumlaufen wie ein Punker. Der stößt mich irgendwie ab, so ungepflegt ist. Der hat überhaupt keinen Eifer, der lässt sich einfach alles gefallen. Der findet seine Umwelt einfach total verschissen, was wir jetzt einfach... Wir sagen schon, sie sind verschissen, aber wir lehnen uns nicht auf wie sie, färben uns die Haare alle Farben und weiss ich was alles, dass wir jetzt da irgendwie die Umwelt darauf aufmerksam machen können. Ja, am Freitag, den Männerabend, da gehen wir nur die Männer fort, oder? Da können wir mal ein bisschen aus der Haut fahren, richtig, oder? In der Stadt und so. Und das machen wir einfach nicht, wenn die Frauen dabei sind. Da müssen wir uns richtig gentlemanhaft benehmen, oder? Eine Frau, das gehört einfach auch dazu, zum Teil. Ich finde, die Mädchen, die möbeln uns ein bisschen auf, wenn wir so zu laufen kommen. Das sieht doch ganz hübsch aus. Wie wird man ein Ted-Mädchen? Ja, ich bin ja so reingekommen. Es ist einfach so, uns hat es gefallen, schon immer die Musik, oder? Und die Kleider haben mir schon früher immer gefallen. Ich habe mich so vor 2 Jahren schon so solche Schuhe angelegt, aber ich habe mich noch nicht so extrem angelegt. So, da wäre ich ja die Einzige gewesen. Da haben wir so plötzlich uns so zusammengeschlossen zu einer Gruppe. Jetzt gibt es immer mehr gesehen, ja, das wäre auch mein Stil und so, und legt sich auch das Rostschwänzchen, Röckchen und so. Ich habe den James kennengelernt, oder? Und dann bin ich mit dem, gehe ich jetzt mit dem. Und so bin ich zu ihnen gekommen. Das ist noch nicht so lange. Wie siehst du die Rolle der Chicks bei den Socks? Also ich glaube, sie sagen schon, sie verreckt so am Freitag am Abend, aber ich glaube, es ist mir so ein bisschen angehängt, so, und die Frauen die können es eben so gut haben und so schön und so. Und ich glaube, es ist eben zwischen Mann und Frau, der Socks ist manchmal ein bisschen Machtkampf. Und beide sich können bestätigen. Wie äußert sich das? Ja, zum Beispiel, wenn wir in eine Beiz gehen oder so. Zum Beispiel hocken die Mädchen an dem Weg und die Buben an dem Weg. Aber die Männer kommen dann die gleichen zu uns und so und sind gleich froh um uns. Ja, das wäre ein Konzert, wenn wir jetzt machen. Hey du, Webholzkonzert an, glaube ich, ab 7, ja? Ja. Wir müssen aber zwischen noch Veroni oder so holen. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart it's true. Baby. Wie siehst du die 50er Jahre? Was verbindest du für Gedanken mit den 50er Jahren? 50 Jahre war einfach die Zeit, wo ich eigentlich leben wollte, weil es ist einfach so alles verreckt sind, so Kleider, die Autos und auch die Filme, die sie produziert haben und so. Wenn ich zum Beispiel die heute anschaue, ich will total in dieser Welt leben und so. Und es war einfach ein Traumweg früher und wir haben nicht so grosse Ansprüche gestellt wie heute. Und auch der Stress, heute wird man heute gefordert und
so. Also alle Leute fordern etwas von einem. Es war viel lockerer. Es war nicht so eine verkrampfte Gesellschaft wie heutzutage, wo alles nur auf Schaffen aus ist und auf Wohlstand. Wir haben ein bisschen mehr gelebt, um das Leben zu geniessen. Wenn ich so Filme anschaue oder so, ist das heutzutage mit der Technik wird alles so beeinflusst, dass der Mensch ein halber Roboter wird. Ich finde, es ist eigentlich fast so, dass wir leben, um zu arbeiten und immer umgekehrt. Sie hätte vielleicht ein bisschen mehr geniessen können. Das vermisse ich eigentlich ein bisschen heutzutage. Klaus, wie siehst denn du die Zukunft? Ja, es wird immer mehr Maschinen geben. Die Technik wird sich steigern und weniger Handarbeit. Das kann man nicht aufhalten. Oder? Was bedeutet das für dich? Ja, für mich bedeutet es eigentlich nicht so viel. Ich passe mich einfach an, oder? Wie siehst denn du die Zukunft? Ja, auf einen Teil mit einem guten Gefühl und auf der anderen Seite fast ein bisschen schwarz, oder? Weil eben die vielen Erdbeben, die jetzt passiert sind und Entführungen und so, das tut einem richtig beunruhigen. Und es wird auch geschrieben, wie unsere Zukunft sollte eigentlich aussehen. Wir haben eigentlich keine Ahnung von dem, was uns erwartet. Und früher hat man irgendwie das Ziel vor sich gesehen, das hat also das Technische hat alles angefangen. Ich weiss nicht. Man kann nicht so weit voraus planen. Es muss Zukunft. Ich denke nicht an die Zukunft. Ich sehe einfach die Vergangenheit, die 50er Jahre und so. Und sonst interessiert mich nicht viel.